Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute seht ihr das letzte Video im Jahr 2017. Das ist so krass. Es ging so schnell rum. Es gibt viele Menschen, die einem so ein bisschen das neue Jahr mies machen wollen und dann sagen, ja, ihr wusstet das. Natürlich folgt ein Jahr dem anderen und habt euch jetzt mal nicht so, braucht ihr alle nicht so sentimental werden. Jeder wusste Bescheid, aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist einfach eine ganz aufregende Sache. Wir wissen alle nicht, was uns 2018 erwartet. Es wird sicherlich ein ganz interessantes Jahr, so wie 2017 auch. Für mich persönlich war es ein großes Jahr der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich ein bisschen besser kennenlernen dürfen tatsächlich. Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich hin möchte. Vorher habe ich mich so ein bisschen treiben lassen vom Leben, wusste nicht genau, was ich will. Aber jetzt so langsam sind die Ziele ziemlich klar und dass diese ganze YouTube-Geschichte bleiben wird, auch wenn ich das nicht kontinuierlich durchziehe, wenn ich nicht zweimal die Woche ein Video hochlade. Dennoch macht es mir Spaß und ich bleibe einfach am Ball. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute da draußen, die diesen Kanal noch nicht gesehen haben und die sich das Ganze anschauen möchten und mich besser kennenlernen wollen. Weiß man das? Ich meine, das Leben hat so viele Überraschungen für uns zu bieten. Warum sich nicht einfach mal darauf einlassen, ne? Das kann doch sehr, sehr interessant sein. Heute habe ich meinen Silvester-Look für euch. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was so ziemlich Silvester-like ist und meine Komfortzone sind einfach dunkle Augen und ein nudefarbener Lippenstift. Das ist so das, was ich gerne mag und so wie ich das alte Jahr verabschieden möchte, möchte ich auch das neue Jahr begrüßen. Ich fühle mich so am wohlsten und das ist der Look, mit dem ich gerne feiern würde. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie auch die anderen Looks schon, beginne ich auch diesen Look mit dem Augenprimer und dann nehme ich den von Urban Decay, die Eyeshadow Primer Potion in der Anti-Aging Version und gebe die einfach auf mein bewegliches Augenlid und wie immer bis unter die Augenbraue, damit da alles schön geprimed ist und auch mein Lidschatten nirgends hin verrutscht. Denn heute wird es ein bisschen smokier und dann wollen wir ja auch, dass das alles am Platz bleibt. Dazu gebe ich dann noch etwas von dem Color Tattoo 24 Hours Eye Studio Creamy Matte Lidschatten in der Farbe Creme de Nude. Die sind von Maybelline und die decken sehr, sehr gut ab. Man kann sie auch alleine als Primer nutzen. Ich habe es jetzt nochmal gemacht, weil der Urban Decay Primer einfach keinerlei Farbe hat, wirklich gar nichts. Und ich ja meine roten Stellen, meine Äderchen, meine Unebenheiten auf dem Auge ein bisschen verstecken will. Deshalb nutze ich das immer noch gerne dazu und gehe dann auch schon über zum Lidschatten. Dann nehme ich aus der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette die Farbe Buon Fresco. Das ist so ein lila Ton, der aber irgendwie nicht so ganz lila ist, sondern so einen Graustich mit drunter hat. Den gebe ich einfach komplett in meine Lidfalte und das mache ich mit dem Sigma-Pinsel und arbeite den einfach mit kreisenden Bewegungen ein. Ihr seht schon auf dem Augenlid sieht der sehr, sehr lila aus. Das macht das Auge so ein bisschen kränklich, sage ich jetzt mal so, aber in Mixtur mit einer Farbe aus der Morphe 35N Palette. Das ist nämlich die matte Palette von Morphe. Eine matte Palette von Morphe. Sieht die Farbe so hammerschön aus. Das wird dann zu so einem hellblau, leicht flieder-violett. Diese Farbe kann ich euch nämlich auch nicht beschreiben, denn wie gesagt, die mischt sich einfach nur dadurch, dass ich diesen Blauton auf mein Auge gebe und das wirkt so wunderschön. Ich habe nämlich heute mal Lust gehabt, mit etwas kühleren Farben tatsächlich auch mal zur Arbeit zwischendurch. Ich habe auch gemischt zwischen warmen und kühlen Tönen und ich finde, die Mischung funktioniert sehr, sehr gut und ihr seht das auch, das lässt sich sehr gut einblenden. Ich nehme dann nochmal einen Braunton aus der Morphe Palette und gebe mir den einfach nochmal mit in diese Farbkombi hinein. Da wirkt der ganze Look nochmal ein bisschen wärmer und die Farben lassen sich sehr gut verblenden zusammen. Ich finde sowieso, wenn man so ein bisschen über die Linie, die man sich so im Kopf gesetzt hat, bis wo man ungefähr schminken möchte, ein bisschen drüber schminkt und dort etwas die Farbe verblendet, gibt das gleich so einen leicht rauchigen Effekt, aber auch einen sehr, sehr ordentlich gearbeiteten Effekt und deshalb mache ich das sehr, sehr gerne. Dann nehme ich nochmal den Schwarzton aus der Morphe Palette und gebe ihn mir an meinen äußeren Augenwinkel und auch an meinen inneren Augenwinkel, denn so entsteht so ein kleiner Holo-Effekt. Den werdet ihr nachher nochmal etwas deutlicher sehen und das kommt noch viel besser zur Geltung, wenn man dann dieses Glitzer aufträgt, denn das passiert heute auch noch, denn Leute, wir haben Silvester, da wollen wir ja wohl nicht an Glitzer und Glamour und toller Schminke sparen, oder? Seht ihr sicherlich genauso. Das Ganze verblende ich natürlich wieder, es ist eigentlich immer dieses Hin und Her von Farbe aufgeben und wieder ordentlich verblenden, denn das ist ganz, ganz wichtig, vor allem bei diesem Look, denn wir wollen überhaupt gar keine Kanten sehen, außer die Kanten des Glitzers, das ist in Ordnung, aber nicht irgendwelche Kanten vom Lidschatten, von daher blenden, blenden, blenden ist die Devise.
Palette. Dann gehe ich mit dem Concealer von Catrice in das Ganze hinein und mache dann den Holo-Effekt nochmal etwas stärker natürlich. Ich möchte nämlich für das Glitzer so eine richtig gute Base haben, dass das auch sehr gut zur Geltung kommt, denn auf dem dunklen Auge wird man das etwas weniger sehen. Wenn es aber unten schon sehr hell ist, dann strahlt das so ein bisschen durch und man sieht einfach dieses Glitzer nochmal viel stärker. Ich arbeite das nochmal etwas aus mit dem Pinsel von Sigma, da ist jetzt keine weitere Farbe drauf. Ich habe ja da vorhin mit dem Schwarz ein bisschen rumhantiert und da bleibt natürlich etwas von mit hängen und deshalb kann ich ganz gut die Kanten damit ein bisschen abrunden und dann nochmal das Ganze setten und zwar mit der Farbe Tempera aus der Anastasia Beverly Hills Palette. Kommen wir jetzt zu dem Gefunkel und zu dem Geglitzer und zwar nehme ich da den Aqualiner von NYX in der Farbe Silber und gehe damit einfach rauf und gebe da alles, was ich kann. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, arbeitet am besten in sehr dünnen Schichten und versucht so schnell wie möglich das Ganze einzuarbeiten, sofern ihr das aufgetragen habt, denn dieser Liner ist halt ein Eyeliner und der trocknet sehr, sehr schnell und deshalb ist das einfach nur ganz wichtig, dass ihr da super schnell mit dabei seid, sonst wird das bröckelig und das wollen wir natürlich nicht. Ich verteile ihn dann mit einem kleinen Pinsel und gehe dann nochmal mit dem Sigma-Pinsel drüber und etwas von der schwarzen Farbe, um das Ganze nochmal etwas abzurunden. Da das Glitzer ja nicht einfach so hält, nehme ich nochmal den Too Faced Shadow Insurance Glitter Glue und gebe mir das komplett auf diese mittlere Partie des Auges und dann das Glitzer, denn das ist so wunderschön. Das ist nämlich von den Glitter Brilliance von NYX die Farbe Gunmetal und das ist dieses Graue, was aber trotzdem so leichte Silberpartikel mit drin hat und das schimmert und funkelt einfach so wahnsinnig schön. Das ist Silvester für mich. Diese Farbe ist komplett Silvester für mich. So ein kühler Look, wahnsinnig toll. Natürlich brauche ich auch noch einen Gesichtsprimer, denn das Make-up soll ja lange halten, so viel wie wir tanzen nämlich. Und zwar ist das der High Spreadability Fluid Primer von The Ordinary. Den mag ich auch sehr gerne, wobei ich den anderen, den ich besitze, von The Ordinary viel mehr mag. Das ist, glaube ich, der Silicone Adherence Primer. Der ist ein bisschen besser, der lässt sich auch viel besser mit meiner Foundation handhaben. Und zwar ist das die LA Girl Pro Coverage Foundation in der Farbe Fair. Und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Sie lässt kein Öl durch tatsächlich. Also sie ist sehr, sehr matt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, falls ihr so sehr trockene Stellen habt, ist das definitiv nichts für euch. Aber bei mir funktioniert sie sehr gut mit der Haut, vor allem wenn ich eine sehr reichhaltige Feuchtigkeitscreme vorher auftrage. Um meine Augenringe zu kaschieren, nehme ich die Farbe Light Ivory, auch von LA Girl. Das ist der Pro Concealer und der hat halt diesen Pfirsich-Unterton, deshalb lässt er sich sehr gut eignen als Corrector. Und der ist ganz leicht, also brauche ich dann nicht so viel von auftragen. Und der lässt sich natürlich auch sehr gut abdecken. Dafür nehme ich dann meinen Catrice Concealer, das ist die Liquid Camouflage, ihr kennt sie schon, in der Farbe 020 und gehe einfach an all meine Stellen, die ich concealen bzw. highlighten möchte. Der Concealer ist so ziemlich meine Hautfarbe, aber da ich noch bake, und zwar mit dem RCMA No Color Powder, ist das gar kein Problem, denn dann erscheint einfach die untere Augenpartie gleich viel heller, es strahlt mehr und dann ist der dunkle Concealer auch gleich nicht mehr so dunkel. Das ist ein super Trick, wenn man mal ein bisschen die falsche Farbe gegriffen hat. Ich würde euch auch immer raten, beim Baken ein bisschen zu warten, bis der Concealer angetrocknet ist, denn sonst gibt es Flecken und das wollen wir natürlich nicht. Dann gehe ich wieder in den Braunton von Morphe und gebe ihn an meinen unteren Wimpernkranz, um das Augen-Make-up so langsam ein bisschen abzuschließen. Dort verteile ich einfach die Farbe und verbinde sie dann an meinem äußeren Augenwinkel so ein bisschen mit der oberen Lidfarbe, sodass es auch wirklich schön abgerundet wird und gehe dann nochmal etwas mit dem dunkleren Ton rein, mit dem Schwarzton, aber nur ganz leicht, damit das Auge so optisch dunkler erscheint. Natürlich bronze ich das Gesicht, wie soll es anders sein? Ich bin super weiß und das wollen wir nicht. Deshalb nehme ich den Butter Bronzer und der ist von Physicians Formula. Das ist die dunklere Variante und den gebe ich mir komplett an meine Stellen, die ich gebronzt haben möchte. Sprich die von der Sonne im Prinzip natürlich geküsst werden und gehe dann auch gleich in den Blush und der ist von Essence Cosmetics, das ist die Blush Play Palette und ich nehme dort einfach die Farbe Blush. Ganz, ganz toll, einfallsreich und konturiere auch den ganzen Spaß, denn heute bin ich fancy schmancy und möchte Wangenknochen haben, die so enorm zur Geltung kommen. Es geht schon gar nicht mehr, denn dafür nehme ich die Trend Up Face Contouring Palette. Diesen aschigen Ton, den liebe ich sehr. Ich habe da auch schon tatsächlich das Fändchen erreicht, weil ich die so oft nutze. Ich nutze die Farbe auch, um meine Nase zu konturieren. Da nehme ich ganz normal diesen etwas dickeren Pinsel. Für mein Highlight nehme ich von Becca Cosmetics die Farbe Champagne Pop. Die hat ja Jaclyn Hill mit Becca zusammen rausgebracht und das ist so eine wunderschöne Farbe, so ein leichter Pfirsich-Unterton. Den finde ich ganz toll. Und für mein Highlight auf der Nase und für mein Lippenherz nehme ich den Mary Luminizer. Der ist leider schon ein bisschen zerbröckelt. Ich muss mir unbedingt einen neuen besorgen. Aber der ist wunderschön und passt sehr gut wirklich zu jedem Hautton. Für meine Augenbrauen nehme ich den Catrice Cosmetics Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton und
curle dann natürlich noch meine Wimpern schnell. Tusche sie mit der L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara, denn die ist meine Liebste, das habe ich euch auch schon erzählt. Die ist einfach ganz toll, sie gibt Volumen und sie gibt auch einen gewissen Schwung und etwas Länge, wenn sie nicht ausgetrocknet ist, so wie meine momentan, weil ich einfach nie den Deckel richtig zugekriegt habe. Ich weiß nicht, was los ist. Für die Wimpern nehme ich jedenfalls meine Old Trusty 126er Eyelure Wimpern. Die habe ich gefühlt eine Weile lang in jedem Tutorial getragen, in jedem Video, weil ich die so liebe. Die machen einen wirklich schönen Augenaufschlag und damit der noch etwas intensiviert wird, nehme ich nochmal den Master Drama Kohl Liner von Maybelline in der Farbe Charcoal Grey und gebe den an meine obere Wasserlinie und für die untere nochmal einen hautfarbenen Ton. Das ist der Kohl Pencil von Max Factor in der Farbe 090 Natural Glaze. Der liegt schon ewig in meiner Schminktasche, denn der ist einfach ganz wundervoll. Ich liebe den so sehr. Wirklich ganz toll. Für mein Inner Color Highlight kommt nochmal der Mary Luminizer zum Einsatz. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da highlighte ich auch nochmal unter der Augenbraue, um die nochmal etwas mehr zur Geltung zu bringen. Und mische dann auch schon 3 Lippenfarben zusammen. Zum einen den BH Cosmetics Liquid Lipstick in der Farbe Sandy. Dann zum anderen ein NYX Lingerie in der Farbe Lace Detail. Und die dritte Farbe im Bunde nennt sich Ruffled Trim und die ist auch von NYX Cosmetics und ich finde einfach, die sind ganz, ganz toll zusammen. Es gibt eine wunderschöne Farbe, findet ihr nicht? Und das rundet den Look einfach herrlich ab. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus und das ist komplett der Look, den ich zu Silvester tragen möchte. Unbedingt. So ihr Lieben, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und würde mich darüber freuen, wenn der eine oder die andere diesen Look nachschminken würde. Das wäre für mich persönlich eine sehr große Ehre und nochmal ein tolles Geschenk fürs neue Jahr. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr eine wunderschöne Sause habt, dass ihr so eine richtig tolle Fete habt zu Silvester, beziehungsweise wenn ihr mit eurer Familie ganz ruhig feiert oder mit euren Freunden. Auch da wünsche ich euch eine wirklich ganz tolle Zeit. Für die Leute, die arbeiten müssen, hoffe ich natürlich auch, dass ihr nicht allzu schwer arbeiten müsst, dass ihr trotzdem den Silvesterabend etwas genießen könnt. Und ansonsten hoffe ich, dass euer neues Jahr wunderschön wird. Ich wünsche euch ganz viel Glück, ganz viel Liebe, dass euch jeder Mensch mit Freundlichkeit und Herzlichkeit entgegenkommt und dass ihr einfach alles erreicht, was ihr euch vorstellt, eure Neujahrsvorsätze, dass die auch alle gelingen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Zeit. Tschüss, ihr Süßen.